Nun, die Sonne zwischen dem 16. und 18. Dezember zeigt einige sehr wirklich interessante Erscheinungsformen, die ich jetzt hier mal ganz kurz kommentiere. Es kommt jetzt nicht darauf an, dass wir heute die Vollständigkeit dieser ganzen Sache sehen, sondern einfach hier diese Möglichkeiten. Wir sehen jetzt hier also eindeutig eine Gestalt, eine Lichtgestalt, könnte man sagen. Das Auffallende ist, dass besonders helles Licht die Region jetzt hier zu sehen ist. Ich zeige es Ihnen jetzt hier in der Mitte. Das ist die Region, in der also im Grunde genommen der Kehlkopf, die Stimme, die Sprache. Das ist also ein Herr der Sprache, ein Herr der Frequenzen, der sich hier zeigt, der sich hier also im Grunde genommen in der Sonne im Augenblick manifestiert. Was er jetzt nun im Einzelnen bewirkt, kann ich jetzt im Moment nicht sagen. Es ist auch uninteressant. Interessanter ist vielmehr die Folgebilder. Wir sehen hier nochmal eine Sache, die ich Ihnen gerne so als einen Thron darstellen möchte. Schauen Sie sich das genau an. Ganz, ganz oben haben wir eine kleine Lichtgestalt inmitten einer Aura. Da gehen sogar Flammen weg. Wer gerne in diesen Johannes-Offenbarungen liest, wird immer wieder von diesen Stühlen vor dem Throne Gottes was lesen und vor allen Dingen auch von den Flammen, die dort weggehen. Und wer gerne so in Vereinen drin ist, die ein Auge darstellen und in ihr als höchste Symbolik ansehen, auch der sieht hier im Grunde genommen einen solchen Ansatz. Erstaunlich ist hier etwas anderes. Sie sehen hier links und rechts seht ihr hier eine sehr, sehr starke Ausstrahlung dieser Figur, die im Prinzip scheint wie auf einer Säule sitzt. Und das hat mit Chakren zu tun. Das ist mal nur so nebenbei und dahingestellt. Mehr soll es auch nicht sein. Ja, und dann haben wir wieder einen klassischen Thron Gottes in Anführungszeichen. Das mit dem Gott bitte ich also nur im Hinterkopf zu behalten, weil Sie diese Begriffe kennen. Schauen Sie sich bitte an, ganz, ganz oben in einer ungeheuren starken Aura eine Manifestation, darunter eine zweite, sehen Sie hier in diesem Bereich. Dann haben wir hier in der Mitte auch nochmal etwas, was eher wie ein Gesicht aussieht und nach unten hin wird es immer dunkler, bis wir wieder zu diesem Brunnen kommen. Man sieht hier dieses merkwürdige Gerät. Nun, was haben wir hier? Es handelt sich hier, wenn man das sogar zusammennehmen würde, stellen Sie sich das mal vor, wir würden das jetzt noch weiter zusammenschieben, dann haben wir hier einen Kopf, der zu sehen ist, wenn hier das im mittleren Teil das rausfällt. Und wir haben es hier eindeutig um eine Sache zu tun, die aus den geistigen Hochakademien, vermutlich aus dem Iran oder zumindest auf jeden Fall aus dem islamischen Raum kommen. Das nur so als ein kleiner Input jetzt für Sie heute, was es in der Sonne in den letzten Tagen zu sehen gegeben hat.